Leute, so, letzte Woche waren wir schon mal hier und jetzt schauen wir mal, ob die Demonstration in Zwickau läuft und wer das so ist und ob das alles ein Verschwörungstheoretiker sind. So, servus, servus. Jetzt sind wir in Zwickau und sind wir sozusagen auf einer Spaziergangsdemonstration. Und wie ihr seht, das sind alles nur absolut rechtsradikale, linksradikale, definitiv keine normalen Bürger. Nein, die sind definitiv alle absolut extrem und doppelt extrem, genau. Links und rechts und Verschwörungstheoretiker und alles drum dran. Ihr seht ja die ganzen Hakenkreuzflaggen hier schon, ja, und die ganzen Arme. Und hier haben wir zum Beispiel mal eine Zeitung. Da gibt es jetzt mittlerweile sogar schon Zeitungen. Ich tue es mal hier nach unten. Demokratischer Widerstand. Und ups, hier haben wir einen guten Herrn, der das alles mit hilft, dass das stattfinden darf. Niemals würde er sowas tun. Er macht das jeden Samstag hier in jeden Samstag 15:30 und Montag 19 Uhr. Und ja, Jan, was hat dich dazu bewegt, hier den Menschen ein bisschen, wie soll ich sagen, zu helfen mit Informationen und sonstiges und den Menschen zu zeigen, hey, alles was gesagt wird, könnte eventuell nicht unbedingt immer richtig sein. Ja, also die ganze Geschichte ging ja los in Wuhan, in China. Ja. Und ich habe ein Jahr in China gelebt, nicht in Wuhan, aber Wow. und Was hast du da gemacht? Also ganz nebenbei? verschiedenes Urlaub, Lehrer, Englischlehrer, und ja, was dann die Nachrichten aus Wuhan kam, dass sie die Stadt abgeriegelt haben, dann ist alles dicht und so. Und ja, das kann niemals sein. Niemals funktioniert das so in China. Und dann nicht? Wuhan ist eine Millionenstadt. Die Stadt ist riesig, verbunden mit anderen Städten zusammen. Es ist unmöglich, das abzuwickeln. Ja. Wie erklärst du denn die Straßensperren, die wir da mal gesehen haben? Wie viel hast du gesehen? Ein oder zwei? Ne? Ungefähr, ja. Aber es gibt da hunderte Straßen, tausende. Das ist unmöglich. Okay. Und ja, das hat mich recht zweifeln lassen, als es dann in Deutschland losging mit den Maßnahmen, und dann habe ich mich noch weiter informiert, ja, wie kann das überhaupt sein mit der Abstandsregel und so, und da gab es ja Untersuchungen von Universitäten, mindestens 4,5 Meter, bei Windstille muss man einen Abstand haben, damit er sich nicht überträgt, und war klar, das ist alles Humbug, irgendwas anderes ist dahinter. Ja, und das zeigt sich ja jetzt immer mehr, auch hier in der Zeitung, das Finanzsystem. Oh, die schreiben auch über das Finanzsystem, ja? Ja, natürlich. Das ist sehr interessant. Leute, wartet auf mein Video. Da kommt auch das Finanzsystem mit drin vor und das spielt eine der Hauptrollen. Aber ja, Entschuldigung, ich habe dich wieder abgeschnitten. Und ja, also es wird quasi benutzt, um andere Ziele zu erreichen. Das heißt, du bist auch definitiv der Überzeugung, da ist irgendwas dahinter, Natürlich. dass auch die Medien, Entschuldigung, ich reiße jetzt einfach mal raus, dass sie da so nur in diese eine Richtung reportieren und alle Zahlen von Heinsberg-Studie oder die Stanford-Studie, die Italien-Situation untersucht hat, wo kleinere Todesraten rauskommen, viel kleinere als was die Medien sagen, dass diese Zahlen so extrem hinterfragt werden und diskutiert werden, aber nie die eigentlichen Zahlen von den Medien, die ja auf Schätzungen beruhen und auf... So, es ist wie ein Magier, kommt mir das vor. Ich gucke hier, aber guck nicht, was ich hier in der Gruppe mache. Da passiert ganz viel, also im Finanzsystem zum Beispiel. Ja, Also eben mit unseren Gesetzen, mit dem Grundgesetz. Das ist nicht in Ordnung. okay. Danke dir, Jan. Vielen Dank. Ja, und da haben wir es. Nochmal zum Beweis, alles nur Rechtsradikale und Linksextreme, und die Hakenkreuzflaggen sind ganz groß überall. Müsst ihr euch nur mal vorstellen.